Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alrighty, dann damit herzlich willkommen zum Serverstart EU5, Tag 2 vom Tagebuch oder aka Vlog. Und der erste Tag war ja recht erfolgreich. Am zweiten Tag gilt es da weiterzugehen. Prinzipiell gilt eigentlich, equippen, Dungeons schlagen und dann irgendwann wieder neu equippen. Also diese Dungeons hier, von Level 32 auf 34 haben wir auf jeden Fall relativ gut geschafft. Ein oder anderen Stein konnte man austauschen oder auch vielleicht auch mal einen Glückstein, werde ich vielleicht später nochmal was dazu sagen. Und wir sind eben jetzt Level 34 und ja, ihr seht, ich hatte mit Level 33 schon das Glück, einen XXL Ausdauertrank zu finden. Und zwar hatte ich den gefunden, als ich einen extra gesucht habe. Und mit 34 jetzt auch relativ schnell haben wir einen Geschicklichkeitstrank XXL bekommen. Und mit den besseren Werten kann man natürlich gleich nochmal in den Dungeons, durch die Dungeons reingehen. Prinzipiell findet man die ab 36 relativ häufig. Ab 32 ist es möglich, aber ich hatte auch schon mal hunderte Male geblättert für diese Tränke. Da hatte ich jetzt ein bisschen Glück. Dafür hatte ich ja kein Glück bei den Pflicht-Epics, also dass die keinen Sockel hatten. Und genau. Man kann sich natürlich auch immer über Shake the Fidget Portal bzw. die SF Game Tools Dungeon Simulator die besseren Chancen angucken. Ich bin jetzt hier eigentlich nach Gefühl reingegangen, weil ich doch der Meinung bin, dass der fallen müsste. Und ein bisschen gestruggelt habe ich dennoch. Zwischendurch nehme ich da immer mal einen anderen Dungeon rein, wenn ich denke, komm, die Berechnungsbasis einfach nochmal neu aufsetzen. Manchmal bringt das was und ja, hier haben wir es jetzt auch mal geschafft, dass der grimmige Wolf fällt. Und ja, ich muss jetzt langsam aber mal neu equippen, definitiv. Währenddessen wir uns nochmal angucken, dass ich auch hier natürlich schön ausgewichen bin. Das war auch sehr knapp. Der hatte mir da einen schönen Crit reingepasst. Aber solide hinten raus besiegt. Und ja, meistens so, wenn ich überlege, dass ich equippen will, mache ich meistens nochmal, gerade wenn ich so am Ende des Tages bin, beziehungsweise am Ende eines Levels, dass ich doch mal schnell einen Abenteuerlust starte, um die erforderlichen XP zu generieren. Jetzt mit 36 ist das natürlich einfach ein bisschen entspannter als mit 35. Und zum jetzigen Stand kann ich die vorhandenen Dungeons prinzipiell besiegen mit einer ganz geringen Chance. Der ist bei 0,14%, der bei 0,24%. Da stellt sich natürlich immer so ein bisschen die Frage, macht es denn jetzt vielleicht Sinn, noch großartig neu zu equippen? Ich sage ja, meistens macht es Sinn bei der Waffe. Allerdings haben wir hier natürlich den Fall, dass ich auch Items habe, die noch keinen Stein haben. Da kann man auch mal über den Dungeon Simulator dann gehen und schauen, was passiert denn, wenn wir nochmal 100 Geschick zum Beispiel mehr haben, wie sehr verändert sich die Chance. In dem Fall zum Beispiel ist der dann 0,37% schlagbar. Da sage ich natürlich auch auf der einen Seite, das ist vielleicht noch nichts das, was ich mir vorstelle. Und dementsprechend suche ich dann vielleicht dann doch eine neue Waffe, weil eben die alte Waffe dann schon ein bisschen älter ist. Da kann man mal reingucken. 87 Durchschnittsschaden, 92 Durchschnittsschaden. Also das hat nochmal einen ganz anderen Impact, wenn wir die Waffe ändern. Deshalb, die Waffe macht viel aus. Und das Ziel ist es halt jetzt an Tag 2 prinzipiell, ohne Alu zu spielen, so hoch zu kommen im Level wie möglich. Und wir müssen, wenn wir bedenken, dass wir zum Beispiel wenn man mal Richtung 200 tendieren will, muss man ja erstmal die ersten 9 Dungeon-Etagen clearen. Das ist ganz, ganz essentiell. Und die Dungeon-Schlüssel findet man nämlich den 4. Dungeon nur in Quests, den 5. Dungeon nur in Quests, den 6. Dungeon, gut, den kann man im Zauberladen finden, der 7. Dungeon, also nur in Quests ab Level 80, der 8. Dungeon nur in Quests ab 95. Also es gibt hier der 9. Dungeon, der kann wieder im Shop gefunden werden. Also es gibt noch 4 Schlüssel, die man dann an Tag 2 finden müsste. Das heißt, man braucht genügend Abenteuerlust, wenn man das machen möchte, wenn man da dieses Ziel erreichen will. Und deshalb ist auch der Vorteil, dass ich jetzt an Tag 1 schon den 3. Dungeon hatte. So hätte man nämlich für alle diejenigen, die es nicht an Tag 1 geschafft haben, auch 5 Dungeon-Schlüssel finden müssen, wenn man Richtung 200 pushen will oder überhaupt mal in Richtung 120, 130 pushen will. Und ja, wir werden sehen, wie das funktioniert. Ich werde jetzt nicht all in gehen, definitiv, aber
werde natürlich nochmal Einzelsteps dokumentieren und fürs jetzige, würde ich sagen, hole ich mir eine neue Waffe. Ich habe ja einen Geschickstein auf jeden Fall da und dann clearen wir erstmal die Dungeons. Dann sind wir Level 37, 38 und dann kann ich überlegen, ob es Sinn macht, vielleicht nochmal zu leasen, neue Steine zu suchen, um dann auf 40 zu kommen. Also das wird so der Weg sein, the way to go. Ja, und der Dungeon tatsächlich, der hat mich, mit der neuen Waffe hatte ich ungefähr eine Chance von 0,74%, der hat mich aber über 300 Pilze gekostet. Das heißt also auch, diese Chancen sind natürlich immer nur Durchschnittswerte und da war ich deutlich schlechter dabei. Haben ihn dann durch vieles Ausweichen besiegt, sind dann auf 37 gekommen, haben den Apparent Demon dann aber binnen 100 Pilzen dafür geschlagen. Da war die Chance bei 0,55%, das heißt, ich hätte also mit 200 Pilzen im Schnitt rausgehen müssen, sind wir overall ungefähr auf Kurs. Trotzdem 2 Dungeons, 450 Pilze, das muss man sich auch überlegen. Man hätte auch vorher noch Tasks machen können, noch mehr Steine suchen können. Ja, also das hätte auch Ressourcen verbraucht, hätte aber Pilze geschont in dieser Form. Dafür haben wir jetzt 2 Level mehr und können halt, haben die Chance, mit so wenig Alu wie möglich halt durchzukommen. Ich muss auch sagen, dass diese Waffe bei weitem noch nicht die beste ist. Ich habe schon Waffen gehabt, über Level 100 im Schnitt. Die 87er habe ich genommen, weil sie besser war als die alte. Auch rechts raus, der Schaden ist nicht optimal. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich wahrscheinlich Waffen finden kann mit über 110 Durchschnittsschaden und halt fetter Spanne. Das würde dann für die folgenden Dungeon, für den nächsten Dungeon halt noch einen ordentlichen Push bringen. Im Prinzip habe ich jetzt auch nur noch mal die Waffe getauscht. Jetzt brauchte ich dann natürlich noch mal einen neuen Stein. Auch die Waffe ist nicht optimal, die Spanne rechts raus nicht optimal. Diesmal auch ein bisschen mehr Constitution dabei. Das ist aber gar nicht so schlecht, weil wir gegen Krieger gehen wollen. Und das Hellbeast hat jetzt ungefähr eine Chance. Vorher hat es 0,01% oder 0,10% gehabt. Jetzt sind wir bei 0,5% ungefähr. Ist auch jetzt nicht viel. Müssen wir vielleicht ein paar Pilze investieren. Aber das Hellbeast, das gibt extrem gute XP. Und zwar 240.000, das ist dann im Prinzip schon, also wenn ich das schlage, bin ich fast schon Level 40, dann muss ich vielleicht 2, 3 Abenteuer spielen. Der Dungeon hier, Beastie, ist noch ein bisschen stärker, den kann man auch versuchen zu legen, wenn man jetzt volle Steine equipped hat, die richtigen Steine, schafft man den wahrscheinlich auch, um Level 40 ohne Abenteuerlust zu erreichen, aber mein Plan wird jetzt sein, Hellbeast schlagen, dann auf 40 hoch und den Dungeon-Schlüssel finden, mit der entsprechenden Alu, die dafür notwendig ist und dann halt natürlich die kleinen Mobs schlagen. Wenn wir mal gucken, wie es läuft, ich melde mich. Ja, 200 Pilze später haben wir noch nicht geschlagen. Wir sind jetzt ungefähr also grob im Schnitt von dem, was ich kalkulieren musste aufgrund der Chancen. Wir hatten leider 4, 5 Versuche schon dabei, wo der auf 20.000 war. Also das ist quasi ein Hit. Und kurzerhand später ist er auch soweit. Hellbeast, ja, wir sehen Level 39, es fehlen noch 50.000 XP. Um aufzurüsten. Das ist natürlich nice und ich habe kein Glück mit den Epics bisher. Also die Waffe, davon mal abgesehen, dass sie sogar schwächer ist als meine jetzige Waffe. Gut, sie bringt einen guten Goldwert und so, können wir auf jeden Fall nehmen. Was ich auch mal erwähnen muss, ist, dass das Leasen halt mit jedem Level extrem relevanter wird. Deshalb sollte man ja auch die Gemmine auf 1 lassen. 150 Gold kosten die Steine. Ich glaube, wenn ich ein paar Level gemacht habe, kann ich mit einmal Leasen schon einen Stein suchen. Also das ist im Zweifel für die Pusher auf jeden Fall eine lukrative Angelegenheit für den Serverstart. Ja, 17 Alu haben wir gebraucht für Level 40, also das ist verschmerzbar. Einmal Alu hatte ich ja zwischendurch schon mal gespielt und jetzt müssen wir halt wieder auf die kurzen Quests gehen, hoffen, dass wir wieder nicht viele Versuche brauchen. Bisher lief es bei mir recht gut und ist da, also so schlecht wie es bei mir bei den Epic-Waffen läuft mit den Slots, so gut läuft es bei mir mit den Schlüsseln, Kappa. Dann haben wir also den nächsten Dungeon free und können hier auf jeden Fall wieder, ich denke mal 3 oder 4 Dungeons können wir schaffen. Also der 52er, den fressen wir auf. Ne? Man sieht auch die XP, die machen jetzt nicht viel aus für das Level-Up. Also braucht man 2 Dungeons für ein Level. 62er Stärke-Gegner, den nehmen wir auch mit. Dexterity Constitution, das muss ich mir sogar überlegen, dass ich das würde ich sogar behalten. In der Theorie. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Schattenalligator, auch den sollten wir legen. Der kann natürlich jetzt trotzdem noch ein bisschen ein paar Versuche brauchen. Wir sind im Level ein bisschen gestiegen. Ich hätte jetzt natürlich auch skillen können. Also in solchen Fällen kann man dann vielleicht auch mal ein bisschen Gold verskillen oder nochmal ein Steinchen suchen, um einfach die Mobs leichter zu schlagen. Aber wir gehen mal jetzt so rein. Das Gold brauchen wir auch an anderer Stelle. Wir müssen auf jeden Fall auch in der Gilde mal ein bisschen
Ausbauten pushen, würde ich sagen. Jetzt nehmen wir mit 42, kurz vor 43. Und jetzt haben wir den Sturdy Thrash Buckler, wo es auch wieder ein Epic gibt, den es jetzt als nächstes zu schlagen gilt, beziehungsweise die beiden. Dann geht es in Richtung 43, 44, 45, dann wahrscheinlich mal wieder nach einer neuen Waffe gucken. Und so sind wir Road to Level 50, stand jetzt ganz gut dabei, haben noch sehr viel Alu übrig. Denn, ja, wie gesagt, mit 50 kommt ja schon der nächste Dungeon und dann sieht die Sache nochmal anders aus. So, und um an Tag 2 ordentlich weit zu kommen, es geht darum, Dungeons zu schlagen, sich neu zu equippen, in der einen oder anderen Weise und dann weitere Dungeons zu schlagen. Das muss man schon im Bereich Level 50 auf jeden Fall berücksichtigen. Und da waren noch ein paar Kämpfe dabei, die seht ihr jetzt hier im Hintergrund. Ja, da bin ich schon hin und wieder mal 8 bis 10 Mal am Stück ausgewichen. Einmal, glaube ich, sogar 12 Mal. Ich glaube, das war sogar hier gegen Beastie. Also, ja, das Ding ist halt, dieses Re-Equippen, das ist natürlich immer relativ teuer. Also, das braucht Gold. Man kann natürlich abfarmen, aber effektiver ist auch hier tatsächlich das Drachenleasen. Mit jedem Level wird das Drachenleasing, sag ich mal, etwas effizienter durch das Gold, was man da bekommt. Und ja, was halt auch ganz wichtig ist, das werde ich euch gleich nochmal zeigen, ist, dass man natürlich die Gemmine auf Level 1 dann wirklich hat, damit diese 150 Gold Fixkosten da sind. Und ja, hin und wieder nehmt Glückssteine. Glückssteine sind bis Level 50 eigentlich gar nicht so schlecht, da man ja eben kaum Epics bekommen kann. Und wenn man dann das Pech hat wie ich, dass die Epics alle keinen Sockel haben, kann man sie halt gar nicht wirklich einsetzen. Und da sind 1 oder 2 Glückssteine im Gear gar nicht mal so schlecht. Ja. Ich hatte zum Beispiel den Kollegen hier, den Cutthroat, auch mit 2 neuen Glückssteinen besser schlagen können. Die Prozente sind nach vorne gegangen. Also alle Dungeons habe ich ja, teilweise gesehen mit erstmalig mit 0 bis 0,1 oder 2%, habe dann ein bisschen re-equipped und war dann so zwischen 0,5 bis 0,6% im Schnitt und bin auch relativ gut dort durch. Ja, leider habe ich den Dungeon hier vor dieser Etage gar nicht gespeichert. Ihr habt aber den Cutthroat gesehen, den habe ich mit 46 besiegt, mit einer 0,6 oder 7%igen Chance. Und der Dungeon hier, den Floor 9 von 10, der war zu Beginn mit Level 46 auch nur bei 0,1% oder sowas. Und allein dadurch, dass ich 2 Level gemacht habe durch Cutthroat, also von 46 auf 48, war der dann deutlich besser schlagbar bei 0,5% Chance. Das heißt, mit dem hier bin ich da durchgekommen. Und ja, hier habe ich eben im Moment dann ein Epic eingesetzt gehabt, ein 5-Attribute-Epic und halt ein Glückstein. Und ja, dieser Glückstein ist sehr wertvoll. Ich hätte jetzt natürlich weiter skippen können. Edelsteinmine, also ein Main-Attributstein, bringt im Prinzip noch mehr. Und auch ein Ausdauerstein bringt in der Regel auch mehr. Aber wenn man halt jetzt zum Beispiel kein Glücks-Edelstein hat und auch kein Epic, hat man halt auch hin und wieder vielleicht Items, die ein bisschen Glück mitbringen. Ja, also auch hier hätte ich mich noch ein bisschen anders equippen können. Aber im Großen und Ganzen kann ich euch das Tipp mitgeben, vor allen Dingen vor Level 50, nehmt ein paar Items mit Glück oder eben Glücksteine ruhig auch mal mit. Das ist besser als gar nichts. Und jetzt bin ich hier bei 49 und habe jetzt einen Dungeon vor mir, den ich, wenn ich mich jetzt überall neu equippe, auch packen könnte. Aber tatsächlich bin ich halt relativ gut mit der Abenteuerlust gefahren. Ich habe im Moment noch 250 Alu und mein Ziel ist Level 75 zu erreichen. Und ich würde jetzt einfach mal, dadurch, dass wir nur noch einen Dungeon-Schlüssel brauchen über die Abenteuer, nämlich den ab Level 50, dass ich jetzt auch über die Abenteuer gehe und das Level-Up dahingehend mitnehme. Ich habe deshalb auch noch SA ein bisschen gepusht. Ja, wir brauchen nur noch 80.000 XP. Oh, okay, ich sehe gerade, die 7,5-minütige, die gibt sogar noch mehr, als ich echt dachte. So. Dann sollten wir es jetzt vielleicht schon haben. Ja, muss ich 10 Minuten nehmen? Ja. Oh nee. Komm, vielleicht schaffen wir es auch besser. Ja, klasse. Haben wir 2,5 Alu gespart. So, und suchen jetzt natürlich hoffentlich auch, haben wir wieder Dungeon-Glück, Dungeon-Schlüssel-Glück, dass der relativ schnell kommt. Okay, Spiegel haben wir jetzt auch, klar.
vergesse ich immer wieder. Ich gehe mal auf Level 50, weil ich denke, komm, ja, let's go. Dungeon-Schlüssel, aber ja, Spiegel braucht man auch. Wichtig ist, der Spiegel wird ja im Prinzip jetzt immer automatisch eingesetzt. Also sollte die Spiegelscherbe nicht automatisch irgendwie eingesetzt werden, lasst sie einsetzen, ist ganz wichtig, damit ihr wieder einen neuen Spiegelteil finden könnt. Und da haben wir auch schon den Dungeon. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich jetzt nicht den Robber Chief... Ich hätte mir diese Alu sparen können, indem ich den Robber Chief noch krass grinde. Aber das wäre halt auch relativ teuer. Das Rumequippen wäre relativ teuer. Und wir können jetzt sowieso noch ein paar Mob-Dungeons clearen. Also wieder so, ich sag mal, 2 bis 4 Dungeons kriegt man in der Regel immer ganz gut hin. Der ziert sich noch ein bisschen, aber auch den werden wir schlagen, definitiv. Und ja, die Level-Ups mitnehmen. Und jetzt sind wir halt natürlich dann auch im Epic-Event drin. Ja. Und ja, hier ist ein 88er, der ist vielleicht jetzt, da müsste ich mir die Chance nochmal angucken. Vielleicht nicht mehr einfach so drin. Wenn wir den aber noch mitnehmen vom Epic Event, wäre es gar nicht so schlecht. Der bringt bestimmt gut XP auch. Ja, aber jetzt können wir Epics sammeln. Jetzt können wir unsere Attribute bestmöglich aufpushen. Und wir sind jetzt wieder im Level gestiegen, das heißt Steine. Ich werde jetzt mal einen skippen, um das zu zeigen. Haben auch gleich mal einen Verkaufswert von 60, nicht mehr von 42, was ich vorher hatte. Und das Drachenleasen gibt jetzt mittlerweile 200 Gold. Vorher waren es 130, 140 vorm Level-Push. Also die Sachen werden jetzt alle effizienter. Bis hin zum Schmied, wenn man dann Steine direkt rausballern kann, wo man eben nicht mehr viel Gold investieren muss, ist das jetzt alles ein bisschen einfacher sogar. Also es gestaltet sich effizienter. Es ist immer noch pilzintensiv, aber es gestaltet sich effizienter. Und eins ist klar, jeder, der Level 75 an Tag 2 erreichen will, muss diese Level 70 packen und im Magic Shop den Dungeon Schlüssel freischalten. Und das schafft er aber in der Regel nur, ihr solltet, wenn es geht, einfach nur alle Dungeons besiegen, die jetzt noch offen sind. Dann schafft ihr es definitiv und habt noch genügend Abenteuerlust übrig. Denn Level 70 erreichen ist das eine. Man geht ja dann noch auf 75 hoch. Das schafft man relativ gut. Da braucht man auch kaum Abenteuerlust. Aber wenn man die Pets freigeschalten hat, ja gut, wir sehen es hier noch nicht auf dem Chart, aber ich gehe mal auf mein Main jetzt einfach. Ja, wenn man die Pets, das Pet-Nest freigeschalten hat, hat man natürlich die Chance, Pets auch an Tag 2 zu finden, aber einige Pets gibt es nur am Tag. Und ja, ich bin jetzt zum Beispiel bei EU5 auch schon in der Nacht drin, also ich kann die Tagespets nicht mehr finden, aber man muss sie natürlich erstmal finden. Das heißt, man muss Abenteuerlust übrig haben, damit man die Pets auch finden kann. Und deshalb sollte man so viel Alu wie es geht aufsparen. Ich habe jetzt in dem Falle aber mich entschieden, den Robber Chief nicht zu grinden. Und die 40 Alu habe ich jetzt verspielt. Naja, ich denke, es wird trotzdem noch klappen. Ja Leute, und Tag 2 endet wie folgt. Ich bin bei Emma ein bisschen unruhig, war zu ihr ins Bett. Also sie hat in unserem großen Bett geschlafen. Und bin 22 Uhr circa eingepennt dann bei ihr. Bin 0:20 Uhr dann wieder aufgewacht. Also ich habe knapp 200 Alu, komplettes Glücksrad an Tag 2 verpasst. Ich denke, ich wäre ambitioniert genug gewesen, um Level 75 zu erreichen. Habe natürlich auch das ganze Gold nicht mitgenommen von dem Tag. Also ich werde jetzt nachholen. Klar, ist klar, an Tag 3. Aber ja, ist schon ein kleiner Dämpfer. Wollte ich eigentlich nicht haben. Ist jetzt passiert. Noch kein Beinbruch. Gott sei Dank habe ich in der Festung die Mindestanforderungen gehabt. Und Tag 3, sage ich mal, ist dann natürlich noch viel wichtiger, weil da dann der Vollschutz abläuft. Genau. Trotzdem leider ein kleiner Rückschlag für mich an diesem Tag. Sorry an die Gilde.